So Leute, willkommen zurück zu Black Book. Wir haben hier noch eine Chance Fair, okay. Hier wäre wahrscheinlich der Typ gewesen, der spielt. Hätten wir die Mission angenommen, die wollte ich aber nicht. Short Herbalist. Ja, Herbs nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Moment, es gibt uns einen Poisoner. Warum habe ich das gekauft? Die Muster des Curse bin ich eigentlich immun gegen, aber nehme es mal mit. Ja, das, was uns Schild gibt, hätte ich gerne. Das ist dann halt zu wenig. Halt auch zu wenig. Vampirismus. Element. Damage Absorption, da will ich auf jeden Fall wieder ein paar von haben. Danke. Beim Peddler brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Da gibt es, glaube ich, nichts, was ich brauchen könnte. Das ist ein Ethereal. Achso, zwei Runden lang trifft mich nichts. Ist an sich ganz cool, aber nicht für unser Set. Immun gegen Spell Disease, das hätten wir in dem einen Kampf gebraucht. Words heal two times more, okay. Swipe im Deck bleibt, ja. Mir eigentlich alles wurscht. Bin zufrieden mit dem, was wir haben. Auf zum bösen Palast. You have almost reached the bizarre Palace of Evil. Your steps echo among the ornate spires of this strange building. Citri knows the way and leads you to the very chambers of the palace's master. You notice many open chests filled to the brim with golden rubles. Perhaps it is worth replenishing your supplies. Nö, ganz ehrlich, ich nehme das Gold hier nicht Behind mit. the heavy gates lies a heap of treasure. Gold and other riches 1,000 times more impressive than the one you saw in Vodinoy's palace. A black throne sits atop the shimmering mountain. Okay, also hier ist ganz viel Gold und wir hatten jetzt die Wahl, ob wir was mitnehmen oder nicht. Ich nehme nichts mit. Well. Who do we have here, dear me? Count under malice. Oh, is it you, Citri? Well, you've brought your beauty. This is the witch that broke the seals, I presume? How can we reach the throne of hell? This is not how we do business these days. No, we don't. We really don't. And what about the book, lads? Why does she still have it? Respond, will ya? This is the same black book of legendary repute. Okay. Also, hier, unser Graf, Baron, wie auch immer, meint halt, wir gehen nicht so um hier, so schnell, wir müssen das erst alles klären und warum haben wir eigentlich noch das Buch? Und er meint, das ist das gleiche Buch. Oh, I know all about this Caldon's black books. Listen, Andromelis. Oh, right. The throne of hell. I will let you pass, Citri, but your Vasilisa will have to face the tall house. Or turn back. Was, wir müssen am Zollhaus vorbei? Warum? What was that you were talking about black books? Ja, gibt's mehrere? Also, warum erzählt er von mehreren Büchern? Everyone knows about black books. Yours is unique, of course. One of a kind. Ah, es gibt mehrere, aber unseres ist einzigartig. How can we reach the throne?
Hell will lead you to it, my dear. If you pass my toll house, of course. Which path it will lead you to is for you alone to discover. Aren't the aerial toll houses held by the angels? Of course, by the angels, my dear. In the skies. I send my walkers to torment newly found clients. You mean the deceased? Right. I inspect their quality. If they have too many sins, then I grab their soul. Okay. Also er nimmt sich die Seelen von Leuten in dem Tollhaus, das von den Engeln regiert wird im Himmel, wenn die zu viele Sünden haben. But seeing as you are here, I won't let you go without a trial. Such is my profession. Theft is in my job description. Okay. Also Diebstahl ist seine Jobbeschreibung. Otherwise, am I right, Citri? Ja, wenn er seinen Job nicht richtig macht, dann... We'll pass you anyway, you evil short. Right. But how? Ich gehe ins Haus. I will endure your ordeal. Are you sure about that? An angel is usually there to atone the sins with good deeds. You can't rely on anyone here. Why do you require all that nonsense? Angels, angels. Only the stupid sanctifiers need them. Be wary. If you accumulate too many sins in his domain, then he will seize your soul, and even I won't be able to help you. Ja, ist in I'm Ordnung. sure I have nothing to fear. Wenn wir zu viele Seelen in seiner Domain sammeln, dann zerlegt er uns. Well, let me read the scroll. Your scroll. This one, my dear. It says everything. So, you visited a mill and stole the miller's money. Tough luck. Let's put a dash here, so as not to forget. You went to the Vodinois Palace. I have quite a collection of his ushkoiniks here. He has some very nice treasure, and didn't even care for it. But it's understandable. His gold turns to fish scales in the world of man. You Khaldun's visit these churches without a second thought, as if it were your own house. It never ceases to amaze me. You did what? Marry someone off? You didn't even take the donations. How pity, how pity. And here, being but a guest, you didn't take a ruble. So, these are your only sins. No, my dear. I don't need the likes of you here. You simply won't fit. You failed my ordeal. Now be on your way. Maybe you'll have better luck in another circle of hell. Oh. Ja, ich habe zu wenig Sünden, er will mich nicht. Er hat jetzt nochmal aufgezählt, was wir so gemacht haben, und wir haben uns keine Sünden zugezogen. A portal opens in place of his throne, through which you see a new landscape that is even darker and gloomier than what you've seen before. Ich habe zu wenig Sünden gesammelt, indem ich Geld genommen habe. Ich wollte das Geld nicht. Ich wollte helfen. Ich habe nur einmal Geld geklaut und das tat mir dann auch sofort leid. Also im Spiel, nicht in echt. In echt klaue ich kein Geld. Don't you agree, my lady? I don't know. All the sinners. I can't bear listening for their screams. Even though they are devoid of heavenly grace, they found a shelter here in hell. Ja, das stimmt auch wieder. Also er meinte, Hölle ist doch ganz schön, und sie meinte, sie hält die Schreie der Sünder nicht aus. Er meint, ja, aber auch wenn ihnen der Zugang in den Himmel verweigert wurde, immerhin haben sie hier ein Dach über dem Kopf. And they are tormented most cruelly here, since we're in the domain of death herself. Shorts torture murderers, traitors, infidels, and other rebel here. Ja. Sünden, die quälen halt die Schlimmsten. But why am I here? Among these wretches? Who knows? Hell works in mysterious ways.
I know one thing. The abyss will lead you to your goal. Okay. Tell me how hell works. I could explain it to you for ages, my lady, and still not tell you even a fraction of the whole truth. I know a lot being a spirit, but your mind simply cannot grasp this knowledge. Hell changes every moment, but only one thing stays the same. The torment of sinners devoid of forgiveness. Some demons heavenly delight in torture. For others, souls are just a form of currency. Okay, also, ja, das Gequäle hier, also beziehungsweise wie das hier alles funktioniert, ist mysteriös und wird sich alles ausarbeiten. Und die Dämonen sind auch nicht alle gleich. Für manche haben Spaß an der Folter und für manche ist es nur eine Art von, also sind Seelen nur eine Art von Währung. Why are there some shorts here and others on Earth or with Khaldun's? Some are sent to Earth as a reward, while others go to the same place but to Khaldun's as a punishment. Ah, und manche kommen auf die Erde als Belohnung und manche zu Khaldun's als Bestrafung. Demons have their own hierarchy. Peasants, workers, and nobles. Just like mortal people. Okay, und die haben eine eigene Reihenfolge, also so eine eigene Hierarchie wie normale Leute. Some have their domain in hell, while others have theirs in the mortal world. We demons believe that world of man drowned in its sins long ago. As such, in essence, it is already ours. Okay, und weil das schon so viele Sünden hat, dann ist es im Prinzip genauso wie die Hölle und das auch gehört auch ihnen. Tell me about the abyss. Hell is darkness. Hell is chaos. Hell appears as it wills itself and doesn't have a firm structure. One might see it as a funnel with throne at its top. Some see it as circles or stamps floating in an endless darkness. Still, others see it as a series of endless caves burning with furious flame. But there is always someone with enough will to harness this power. Okay, also die Hölle verändert sich immer und sieht für jeden anders aus. Das ist so die Kernessenz. Und manche können sich diese Kraft zunutze machen. The Tall House of Murder is ruled by Death herself? Who else but her? Death knows the guilty better than anyone, since she's present wherever sin is committed. Will she let me pass? Death is a strange creature, worthy of the hellish unknown. Today her victims are old ones. Tomorrow, everyone. Or only the sick or the young. Okay, ja, Tod ist also Tod wird uns vielleicht nicht durchlassen. Das wird interessant. Tod ist schlimm, weil Tod halt jeden holt. So it is not my place to guess at your whims about you and live in sorceries. Will this road lead us to death? Correct. With it, we will get to her temple. She's the only one who can open the way further. Let's not tarry. I shall obey, my lady. Be strong. You are but steps away from your goal. Okay, viel hat er nicht zu sagen. Wer kommt jetzt, um Gnade zu erbitten? Yes, you, come to our cauldron. Don't you forget, Short, that I'm still alive. No, not in the cauldron, but to the cauldron. This feeble-minded spirit invites you for a small excursion into his domain. I believe he wants to demonstrate to you all his skill in the devilish arts of torture. Yes, this demon speaks truly. Well versed he is. Here, let me toss you a coin. We'll be waiting for you. Okay, der will, dass wir ihm zusehen. Please help me, good woman. Don't refuse. Here is a bit of God for you. Everyone says that you are a witch with knowledge. I'm taking an exam at a short academy and have trouble with one question. What do you Khaldun's give away before passing into hell? What do Khaldun's give away before dying? Shorts. Die geben Shorts weg. Normalerweise. You can't pass sin on your deathbed, only if a priest get rid of them. Ja, wir geben nicht die Sünden weg. They give their shorts away with their book.
or just with a touch. It happens in different ways. Oh, right. Thank you kindly. I will be all right now. Okay, er hat seine Prüfung. Er schafft jetzt seine Prüfung in der Dämonenakademie, finde ich gut. Man muss anderen Studenten auch ein bisschen helfen. Impenetrable gloom fills this region of hell, but it is often torn by a stray bolt of merciless fire. You hear savage howls and the thumping of thousands of demonic feet ahead of you. In the deep, thorny pits, demons are drilling their kin. In vain, they try to march in lines that will soon fall apart with such howls that your head is filled with tormenting pain. One of the would-be generals notices you and decides to test the skill of his subordinates, ordering a full-on attack. Okay, also hier, die greifen uns an. Also man hört hier ganz viele Dämonen marschieren und die sind hier auch direkt dabei, uns anzugreifen. Die machen hier keine halben Sachen, die Typen. Was mir jetzt natürlich nicht ganz so gut gefällt. Weil das natürlich wieder bedeutet, ich muss die ein bisschen abschwächen, bevor ich mit denen arbeiten kann. Au. Immerhin das Waste, was die verursachen, können die bei mir vergessen. Das ist schon mal ein Vorteil. Was machen die jetzt? Die heilen sich und geben sich Schild. Das ist in Ordnung. Da nutze ich die Chance gerade mal und heil mal ein bisschen. Muss ja nicht viel sein. Schön viel Curse auf alle. Ich meine, am Ende haue ich sie sowieso mit dem anderen Zauber um. Da ist mir das wurscht. Da, jetzt machen die auch nicht mehr wirklich Damage. Jetzt sind sie okay. Schild kriege ich ja sowieso wieder. Auf mich schießen bringt nichts. Nicht mit so viel Fluch wie ihr habt. Lasst es, Jungs. Lasst es einfach. Die heilen sich jetzt wieder ein bisschen, weil sie Spaß dran haben. Ganz ehrlich, warum eigentlich auch nicht? So, der heilt sich wieder um 33. Der heilt sich auch um 33. Ich meine, am Ende der Waste zerfrisst sie sowieso. Und wenn wir sowas hier haben, dadurch, dass ich jetzt 2 davon zünden kann, ist die Sache eh relativ schnell gegessen. So. Sag ich ja. Shorts are scattering in fright, having learned the merit of your power. Some scream for mercy. Others flail their arms with a strange madness.
Those soldiers that only watched the battle freeze in place. Each salute you in their own way. Some bow their monstrous heads or kneel. Others salute you with a shake of heavy horns. Okay, also die rennen jetzt weg und schreien rum. Die Soldaten, die nur zugesehen haben, die salutieren jetzt vor uns. Ah, da kann ich dem einen zugucken gehen. Ja, gehen wir dem noch zugucken heute. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Spiel noch so lange geht, ne? A winding path leads you to a huge grotto. Its walls and floor are dotted with pits, nooks, and crannies, all filled with cauldrons, boilers, and iron mechanisms where chorts are torturing souls of the screaming unfortunates. The terrible suffering of the sinners is so cruel that you involuntarily take several steps back. The familiar devil awaits. He bows and invites you for a little tour of his domain. Ja, wir sehen hier diese riesige Grotte und es ist so schrecklich, dass wir ein paar Schritte zurückgehen müssen. Und ja, wir werden jetzt eingeladen für eine Tour. Here you find every horror imaginable. Your guide relishes in the details of each torture while showing them to you. Here he adds some oil. There he turns the spit. And there he tightens the bolts on another of these disgusting mechanisms. He offers you to lend him a hand in this demonic art. Ich lehne einfach ab. At the thought of torture and quickly return to the trail. Also ich lehne ab, ihm zur Hand zu gehen. Also er wollte jetzt gerne, dass wir ihm helfen, die Sünder zu bestrafen, aber das sehe ich nicht ein. Aber ich will ihn auch nicht bekämpfen, er macht ja nur seine Arbeit. Slender rows of these buildings stretch all the way to a horizon dotted by black chimneys that are belching, reeking smoke. Everything around here is lined with fences and strange, thorny threads. Okay, wir haben Stacheldraht und alles. Mit Baracken, ich kann jetzt näher rangehen. Devils drive sinners from one barrack to another, and their hellish dogs torment the lingering unfortunates, killing their victims again and again. A group of chorts approaches you orderly, as though being a military squad. They are dressed in scraps of filthy uniforms and are marching awkwardly across the ground, drenched in the blood of hapless sinners. Okay, also hier töten Hunde immer wieder die Leute aufs Neue. Und die kommen jetzt, ich rede mal mit denen. Good day, Mistress Prince Citri. You've come here on inspection, I presume. I see that you found quite an impressive means of bringing your ideas to life. What's going on here? We are preparing for the 20th century. If I may, my mistress, chorts are getting more and more discriminated when we talk about murder. You see, there is less and less violence in the world, unfortunately. And this is why we've come up with the new ways of tormenting mortals. We're getting ready to train our agents. Okay. I haven't heard that there are fewer murders in the world of men. Oh, but it's true, ma'am. This is the very reason that my colleagues are working on creating new ways to cause evil. Also es gibt immer weniger Mörder und deswegen müssen die neues Böses erschaffen. You should listen about all the wars that these clever chorts have planned. How horrible. Let me tell you, sir, ma'am. Everything in its own good time. We're in a hurry now. Also die planen jetzt Kriege für dieses 20. Jahrhundert, na geil. Looks like some kind of a horrible labor camp. Yes, ma'am. In these very camps, we intend to torment millions of souls. Have you come up with a name already? Yes, sir. Death camps. I feel that this may be too blunt. How about labor camps? As your Royal Highness commands. You won't see such expenses of the abyss while traveling with ignorant guides like St. Nicholas. Don't you think? Arbeitslager haben sie hier vor. Agents that you talk about. These are the chorts that tempt people? Yes, ma'am. There are several agents types. Type 1, corporal of the left shoulder. He sits on the left shoulder of a man. Type 2, fire colonel. Flies about as a fairy ball. Type 3, leather major. He puts on the skin of a corpse and walks among men. Okay, also es gibt einen Feuerball, es gibt einen, der auf der linken Schulter sitzt und es gibt jemanden, der sich Lederhaut anzieht und als Zombie rumläuft. Come on, you will tire our magnificent guest. Some of the recruits
in these pits will one day become such an officer. Some will mingle with men, maybe even lead them. This can't be. I've heard that a most peculiar mustache will become fashionable. Ja, er hat gehört, dass ein bestimmter Bart bekannt sein wird. We have to continue on. As for you, I won't let you compose such horrors. I didn't heal and help all these peasants for this. But why? Ja, also tut mir leid, da kann ich aber auch nicht zusehen. Das gefällt mir nicht. Dass der hier alle wirklich kaputt machen will. Das mag ich nicht. Oh, wir werden jetzt ein bisschen Damage nehmen. Ich kann keinen Curse gerade aussenden. Dementsprechend kann ich uns nicht so viel Schild geben. Nicht so viel, wie wir eigentlich bräuchten. Eigentlich ist der Part auch schon vorbei. Es tut mir jetzt leid, weil ich glaube, bei Tod kriegen wir richtig Ärger. Ich glaube, Tod wird uns nicht mögen. Das da ist gut. Versuch mal, ob ich ihn schon kaputt kriege. Ich glaube es nicht. Wenn ich das da mache, könnte ich ihn eventuell kaputt kriegen. Aber will ich gerade nicht. Ich will mir ein bisschen was aufbauen für die Zukunft. Wenn wir die greifen gar nicht an, okay, dann hätte ich es doch machen können. Ja, die heilen sich natürlich jetzt, die Säcke. Und geben sich schön viel Schild. Ich meine, ich heile mich auch, aber das tut nichts zur Sache. So, dir gebe ich erstmal richtig viel Curse. Okay, alles gut. Ich wollte gucken, ob ich gegen Regeneration zufällig immun bin, aber bin ich nicht. Bisschen Blast, das nützt nichts. Da sind wir zugeschützt vor. Der ganze Curse hat die schon zerfressen. Wie viel Schaden würde das machen? 1, ja. In der Hölle ist das halt nicht ganz so effizient. Obwohl, eigentlich könnte ich den einen gerade mal umnieten. Was weg ist, ist weg, ne? So, macht immerhin 7 Damage. So, dann verpasse ich dem einen noch was. Oh ja, hat ordentlich Damage gegeben. Das zu heilen ist nicht ganz so einfach. Wie viel Adams Head habe ich eigentlich? 17, kann ich mal eins fressen. Aha, Heilung. Regeneration.
Und alles blablabla. Das will ich nicht. Ja, gebe ich ihm noch einen Weakness. Ich will ihn halt auch noch nicht so schnell töten, weil ich gerne diese Heilung mitnehmen möchte. Weil die haben mir jetzt ja schon nicht gerade wenig Schaden gemacht. Und ich habe nicht gerne so viel Schaden. Es hat mich ein wenig geärgert, dass wir so viel Schaden genommen haben. Ich meine, er geht so oder so drauf. Das ist ja... Das ist ohne Frage. Ah, können wir uns nicht noch mehr heilen, ohne Kräuter zu verbrauchen. Dann lassen wir ihn einfach draufgehen. Also egal. The Chorts scatter in terror, breaking the fences and walls of their gloomy barracks. Sinners are fleeing across the hellish desert. Your guide condescendingly shakes his head and gracefully invites you to continue your journey. Okay, also die rennen jetzt alle weg und machen dabei ihre Zäune und ihre Lager kaputt. Und wir haben unsere Sünde verloren. Und er bietet uns an, jetzt unsere Reise fortzusetzen. Auch wenn er seinen Kopf nicht zustimmend schüttelt. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Moment. Wir haben schon wieder viel zu viel Partzeit verbraucht. Für Ende, ihr lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Black Book. Bis dann, euer Wolf.